Ich bin Andrea Traub und ich begrüße dich ganz herzlich auf meinem neuen Kanal für Acrylmalerei. Also lass dich von mir inspirieren und genieße das Malen. Ich habe gerade ein Bild gemalt und habe noch so viel Farbe auf der Farbpalette, die ich dafür gebraucht hatte. Aber die möchte ich natürlich nicht wegschmeißen. Und weil ich gerade jetzt noch so inspiriert bin, möchte ich noch ein schönes, spontanes Bild euch zeigen. Und ich möchte jetzt einfach nur die restliche Farbe verwenden und habe aber mir noch ein paar neue Farbtöne zugenommen. Und zwar 3 verschiedene Pinktöne, ein richtig schönes strahlendes Hellblau, dann so ein noch ein Hellblau, was ein bisschen kühler ist, ein Witchwood nennt sich das. Hier habe ich nochmal so einen Bronze-Gold-Metallic dazu genommen. Dann hatten wir hier, wie gesagt, von unserem vorherigen Bild noch ein paar Grüntöne, ein bisschen Türkis, Pastellgelb, Paints Grau. Mal schauen, was ich davon alles verwenden kann. Ich nehme wieder eine kleine Kunststoffkarte, habe hier meinen Superspachtel, Malerpinsel. Ich lasse mich jetzt einfach mal leiten und ihr könnt gerne dabei sein, wenn dieses Bild jetzt entsteht. Schaut mal, so weit bin ich jetzt gekommen. Es sieht ganz schön wild aus. Ich will jetzt hier nochmal so einen Hingucker machen, damit das Auge auch irgendwo einen Platz hat, wo es erstmal sozusagen landen kann. Das finde ich immer wichtig, dass man nicht auf ein Bild guckt und weiß nicht, wo soll ich denn hingucken. Deswegen mache ich jetzt hier irgendwie eine Fläche, wo man, wie gesagt, direkt hinschauen kann. Ich habe hier so ein Stück von so einer ganz groben Fußmatte, so ein Plastikding. Ich glaube, damit kratze ich einmal hier durch und schau mal,
durch das Weiß, ne? Das ist ja ziemlich dick. Und da gehe ich hier einmal so komplett durch. Dadurch hat das Bild jetzt, weil das ja relativ dicke Farbe ist, auch so ein bisschen Haptik. Spontan entstandenes Bild ist das jetzt hier geworden. Ich habe meine Farbreste verwendet. Vielleicht mache ich doch noch mal hier so einen kleinen mit dem Spachtel. Ich werde dem Bild auch einen dunklen Rahmen verpassen, damit das so ein bisschen Ordnung hier kriegt. Ich nehme wieder einen Haushaltsschwamm und möchte den Rand gerne dunkel machen. Das finde ich passt gut zu dem Bild. Jetzt ist unser Rand fertig. Ich bin einmal drumherum gegangen mit ganz dunkel blau und Payne's Grau. Und das ist halt, wie gesagt, ein ganz dunkler Farbton. Bin hier oben ein bisschen mit ins Bild gegangen, unten sowieso, damit das Bild so ein bisschen Ruhe kriegt durch einen gleichmäßigen Rahmen, den man auch von vorne sieht. Ich möchte gerne das Grün hier einmal durchziehen. Das gefällt mir hier. Habe ich es nicht so gut gesehen. Ich nehme nicht so viel Farbe und gehe hier einmal so ganz leicht hier durch. Und hier mache ich das auch. So. Das habe ich jetzt noch gerade verändert. Jetzt hat es irgendwie für mich eine schönere Harmonie noch. Also nochmal kleinen Effekt. Der Bauch hat gesagt, ich muss das noch machen, also habe ich es gemacht.